Lohnt sich jetzt im Jahr 25 ein Investment in die Texas Instruments? Der Kurs ist ja die letzten Jahre etwas stagniert, während andere Tech-Unternehmen Allzeithochs hatten. Wir schauen uns heute an, woran das liegt, warum die Texas Instruments nicht ganz so gut performt, was die Zukunftsaussichten sind. Dann schauen wir auf die Profitabilität, dann auf die Belohnung für uns als Aktionäre. Wir bewerten die Sicherheit eines Investments, schauen auf die aktuelle Bewertung und was der Fair Value am Markt wäre und dann vergleichen wir die Texas Instruments mit Wettbewerbern und vergleichen auch die Kennzahlen miteinander. Willkommen auf meinem Kanal Nicoles Aktiensteckbriefe. Wie immer helfe ich euch dabei, Unternehmen zu verstehen und Aktien zu analysieren. Und natürlich ist das hier keine Anlageempfehlung, sondern ihr entscheidet selbst, was ihr mit eurem Geld macht. Um das Unternehmen einzuordnen, schauen wir erstmal, in welchen Bereichen Texas Instruments eigentlich so aktiv ist und welche Produkte sie herstellen. Sie sind der stille Riese im Hintergrund der Elektronikwelt. Sie sind eigentlich kaum sichtbar, aber doch überall drin. Rund 78% des Umsatzes, die stammen aus analogen Chips. Diese winzigen Bauteile, die regeln halt Spannungen und Ströme in Autos, in Maschinen oder auch in unseren Smartphones. Sie erfassen halt so reale Signale wie Temperatur, Druck oder Bewegung zum Beispiel. Wenn dein Auto beim Einparken Hindernisse erkennt, steckt da oft Texas Instruments drin. Oder auch wenn die Smartwatch deinen Puls misst. Ohne diese Chips könnten digitale Systeme einfach nicht richtig funktionieren und mit der realen Welt auch interagieren. Weitere 16% der Umsätze fallen auf die Embedded Processing Produkte. Das sind Mikrocontroller, die als digitale Gehirne auch Geräte steuern. Das sind zum Beispiel Motorsteuerungen in Autos, aber auch ganze Infotainment-Systeme, entweder auch im Auto oder auch bei Spielkonsolen zum Beispiel. Ja, und dann fallen noch 6% auf so Nischenprodukte ab, zum Beispiel Beamer oder auch Taschenrechner. Ihr habt bestimmt schon mal einen Taschenrechner in der Vergangenheit benutzt, der von Texas Instruments kam, ich zum Beispiel früher in der Schule. Nach Branchen, die sie mit ihren Chips bedienen, ist Texas Instruments relativ breit gefächert, denn 35% des Umsatzes stammen aus der Automobilindustrie. Hier steckt Texas Instruments vor allen Dingen in der E-Auto-Batteriesteuerung, in Assistenzsystemen oder auch im Infotainment. 34% entfallen noch auf die Industriebranchen, etwa in Robotik, in Fabrikautomation oder auch im Energiemanagement. Weitere 20% kommen aus der Unterhaltungselektronik wie Smartphones, Spielkonsolen und dann kommen noch kleinere Bereiche hinzu wie Kommunikationssysteme oder Enterprise-Systeme. Regional ist Texas Instruments ebenfalls ziemlich breit aufgestellt. 38% des Umsatzes stammen hierbei aus den USA, noch 22% aus Europa, 19% aus China und 11% aus dem restlichen Asien. Damit hat Texas Instruments schon auch regional größere Standbeine in verschiedenen Regionen auf der Erde. Aber gerade die Branchen, wo Texas Instruments besonders aktiv ist, nämlich die Automobilbranche und auch im Bereich der Unterhaltungselektronik, da schwächeln gerade die Umsätze ein wenig, denn die Automobilbranche ist ja gerade sehr volatil. Ja, es gibt mehrere Hersteller am Markt, keiner weiß so richtig, wer setzt sich durch. Die Nachfrage nach Autos lässt auch in letzter Zeit ein wenig nach und die Konsumenten halten sich auch bei diesen Konsumgütern wie Elektronik und Spielkonsolen und so weiter auch momentan zurück. Und das heißt, diese zwei starken Segmente sind auch gerade der Grund, warum es nicht ganz so gut läuft, aber nicht nur. Denn die hohen Investitionen sind auch einer der Hauptgründe. Fast 4,8 Milliarden Dollar fließen jährlich in neue Fabriken, da erzähle ich auch gleich noch was zu. Das entspricht aber ungefähr dem kompletten Jahresgewinn, die sie gerade in neue Fabriken stecken. Kurzfristig belastet das natürlich enorm den Free Cashflow und das macht die Investoren auch skeptisch, ob sich das in Zukunft wirklich auszahlt. Die Nachfrageschwäche brachte dann einen Umsatzrückgang von 11%, besonders im Bereich Embedded Processing. Ja, Unterhaltungselektronik schwächelt halt auch. Hinzu kommt aber auch, dass die Branche allgemein halt sehr zyklisch ist. Halbleiter sind hochzyklisch und diese analogen Halbleiter erst recht, gerade weil halt Industrie und Automotive rund 70% des Geschäfts hier ausmachen. Ein weiteres Risiko sind aktuell aber auch die geopolitischen Spannungen und auch die Zollproblematik, denn fast 20% des Umsatzes kommen auch aus China und die Handelskonflikte und die Exportregeln, die treffen Texas Instruments natürlich auch. Und schließlich kommt dann noch der starke Wettbewerbsdruck, denn in den Segmenten analoge Chips und so weiter, da gibt es halt jede Menge Wettbewerber am Markt, auch gerade in Asien oder auch weitere große Anbieter wie Infineon, Analog Devices oder STMicro. Aber mehr dazu nachher noch an meiner Wettbewerbsanalyse. Ja, was hat es denn jetzt mit den neuen Fabriken auf sich? Schauen wir da mal genauer hin, was da die Gründe sind.
denn sie stecken fast ihren gesamten Jahresgewinn in den Ausbau der neuen Produktionsstätten. In Sherman, Texas zum Beispiel, entstehen gleich 4 riesige 300 Millimeter Fabs-Fabriken, die bis zum Jahr 2030 voll ausgebaut sein sollen. In Lee in Utah, da läuft bereits eine übernommene Fabrik, eine weitere geht 2026 in Betrieb. Ergänzt wird das Ganze durch große Standorte halt in Dallas und in Richardson. Und warum tun sie diesen Aufwand? Ja, es geht halt um klare Vorteile. Sie wollen die Kostenführerschaft in diesen 300 Millimeter Wafern auch erreichen, weil diese senken die Stückkosten um rund 40% und damit wollen sie auch die Kostenvorreiterschaft erlangen. Dann wollen sie natürlich eine Lieferkettensicherheit erreichen, denn bis 2030 sollen 95% der Fertigung und 90% der Tests intern auch laufen. Die geopolitische Unabhängigkeit, also mehr Produkte auch in den USA fertigen zu können, sollen auch das Risiko senken, weiter von Asien abhängig zu sein. Und sie setzen auch damit auf langfristige Technologien zwischen 28 und 130 Nanometern, die wiederum perfekt für stabile oder langlebige Produkte auch sind, im Industrie-, aber auch im Automotive-Sektor. Und der wird sich auch irgendwann wieder erholen und die Nachfrage wird dort auch wieder angekurbelt, wenn die Konjunktur auch wieder angekurbelt wird. Texas Instruments möchte also kurz gefasst mit diesen neuen Fabriken Skaleneffekte und auch Wachstum erreichen und in den Bereichen, wo 70% des Umsatzes auch liegen. Und auch der CEO, Haviv Ilan, der betont, dass sie weiter investieren, um Wettbewerbsvorteile in Fertigung und auch Technologie zu stärken. Das ist wirklich Teil des langfristigen Kapazitätsplans. Der Halbleitermarkt der Industrie und Automotive, der wächst stetig und Texas Instruments will davon profitieren. Die Botschaft ist eigentlich klar, auch wenn kurzfristige Belastungen drücken, bleibt die Vision langfristig optimistisch mit stabiler Nachfrage und wachsendem Chipbedarf in Autos, Fabriken und elektronischen Systemen. Dann kommen wir mal zu Punkt 2 meiner Analyse und betrachten jetzt wirklich mal die momentane Profitabilität und wie die Trends so verlaufen sind. Eigentlich zeigen sie hier eine beeindruckende Historie. In den letzten 15 Jahren sind Umsatz und Gewinn deutlich gestiegen, getrieben durch die starke Nachfrage zuerst an Analog- oder auch an Embedded-Chips. Zwar bremste der Aufschwung im Jahr 2023 und auch 2024 den Trend, aber langfristig ist die Richtung schon klar. Texas Instruments ist schon ein verlässlicher Wachstums- und Gewinnbringer mit stabil hohen Margen. In der Vergangenheit zählten sie eigentlich immer zu den profitabelsten Halbleiterfirmen. Die operative Gewinnmarge liegt aktuell bei rund 35%. Das ist schon im Branchenvergleich, sehen wir auch später noch einen Spitzenwert. Historisch lag sie aber schon höher. Also dort hatten wir schon operative Gewinnmargen von über 40%. In den letzten Quartalen zeigt sich hier ein rückläufiger Trend. Die Margen geben halt nach, weil so hohe Investitionen gerade einfach die Gewinne drücken und auf der anderen Seite natürlich die Nachfrage gerade schwächelt. Auch bei den Renditen spürt man hier den Druck. Die Eigenkapitalrendite liegt mit knapp 29%, zwar auf einem noch starken Niveau, aber ist von früheren Höchstwerten zurückgekommen. Ähnlich auch der Return on Invested Capital, der liegt bei rund 16% noch aktuell. Also die Profitabilität ist leicht eingebrochen in letzter Zeit, sie schwächelt ein wenig, aber grundsätzlich sind das immer noch ganz gute Zahlen. Dann kommen wir mal zu Punkt 3 der Belohnung für uns Aktionäre und zuerst zur Dividendenrendite. Denn die liegt aktuell bei 3% und auch so historisch ist sie damit im Mittelfeld. Die Dividende wurde in den letzten Jahren auch immer erhöht. Also seit 21 Jahren wird insgesamt die Dividende schon erhöht. Im letzten Jahr allerdings nicht mehr ganz so stark wie in den Jahren davor. Denn nur um 4,67, also um unter 5% im Vergleich zum Vorjahr. Auf 5 Jahre im Schnitt pro Jahr um 8,82% und auf die letzten 10 Jahre im Schnitt auf über 15%. Also in der Vergangenheit waren die Erhöhungen durchaus höher als momentan. Die Ausschüttungsquoten sind aktuell ziemlich hoch, mit einem großen Ausrufezeichen, denn auf den Gewinn schütten sie nahezu 100% momentan aus. Und auf den Free Cashflow sogar 330%. Also da ist kein Spielraum mehr da für weitere Erhöhungen momentan. Ich bin mal gespannt, wie es das nächste Mal aussieht. Ja, weil würden sie bei aktueller Profitabilität ausschütten, würden sie halt über ihre Verhältnisse ausschütten. Die nachhaltige Wachstumsrate liegt derzeit bei nur noch 2,2%, wenn man die nicht ausgeschüttete Dividende, also was letztendlich vom Gewinn noch übrig bleibt, zurück ins Eigenkapital führt
und die Eigenkapitalrendite von 29,2% hinzunimmt, hätten sie halt die Chance, intrinsisch um 2,2% noch zu wachsen. Also man sieht, hier ist nicht mehr viel Spielraum. Es wird Zeit, dass die neuen Fabriken auch zur Profitabilität beitragen, damit hier die Dividenden auch weiterhin gesichert sind. In der Vergangenheit war Texas Instruments auch immer für Aktienrückkäufe bekannt, doch zurzeit treten sie hier auf die Bremse. Im Moment liegt die Aktienrückkaufquote noch bei 0,8%, weil der ganze freie Cashflow eigentlich in den Bau neuer Fabriken fließt. Dann schauen wir mal auf den Total Return der letzten Jahre, denn langfristig hat Texas Instruments bis jetzt seine Anleger schon reich belohnt. In den letzten 10 Jahren brachte die Aktie inklusive Dividenden ein Plus von rund 342%. Ohne Dividenden wären es nur 266% gewesen. Selbst auf 5 Jahre liegt der Total Return noch bei 45%. Also die Dividenden sind ja schon auch immer in den letzten Jahren ein entscheidender Treiber gewesen, die sich auf die Gesamtrendite ausgewirkt haben. Aktuell herrscht hier ein etwas anderer Trend. Seit 2021 bewegt sich die Aktie überwiegend seitwärts. Der Kurs pendelt immer mal so zwischen 160 und $200, aber ohne neue wirkliche Höchststände zu erreichen. Dann kommen wir mal zu Punkt 4 meiner Analyse und betrachten die Sicherheit, denn hier sollten wir auch ein besonderes Augenmerk drauf legen. Im Verhältnis zum EBITDA beträgt die Verschuldung 1,8 Jahre. Das ist noch okay, aber der Trend ist hier leider zunehmend. Also die Verschuldung, die steigt aktuell auch durch die Investitionen in die neuen Fabriken halt. Ebenso zum Eigenkapital, auch so dort steigt die Verschuldung im Verhältnis. Es ist allerdings immer noch ein guter Wert, denn die Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital liegt derzeit noch bei 9%. Die Zinsdeckung zeigt hier in eine negative Richtung, also der Zinsdeckungsgrad nimmt ab, liegt aber noch bei 10%, was immer noch heißt, dass die Zinsen gut abgedeckt werden können durch den EBIT, aber auch hier fällt der Trend. Aber der Free Cashflow zeigt hier auch eine sehr negative Tendenz, denn der ist in den letzten Jahren, beziehungsweise gerade in dem letzten Jahr auch sehr stark gesunken. Also es wird Zeit, dass hier wieder Cash ins Unternehmen reinfließt, denn die Sicherheitskennzahlen, die sind hier für mich so ein kleines Warnsignal. Hier muss dringend profitabel gewirtschaftet werden. Aber der Blick auf den Buchwert und den Substanzwert, der zeigt hier wieder ein etwas positiveres Bild, denn aktuell liegt der Buchwert bei $18 je Aktie, der materielle Buchwert, also der Substanzwert, auch noch bei plus $13. Also es herrscht eine positive Substanz im Unternehmen. Ist zwar nicht besonders hoch, aber immerhin ist das Unternehmen hier positiv. Und die Trends zeigen hier auch in eine Aufwärtsrichtung. Also die Substanz des Unternehmens nimmt langfristig zu. Dann schauen wir mal, wie die Anleger Texas Instruments aktuell so bewerten. Ja, also günstig wirken sie jetzt wirklich nicht. Das KGV liegt bei 32, das Kurs-Buchwert-Verhältnis sogar bei 10. Besonders auffällig ist aber das Verhältnis zum Free Cashflow, gerade weil ihr eben gesehen habt, der ist ja enorm gefallen. Hier liegt das Verhältnis bei 108 aktuell. Das ist schon extrem hoch. Aber damit wir einschätzen können, ob das gerade günstig, fair oder überteuert ist, schauen wir jetzt nochmal auf die Fair Value Betrachtung und inwieweit die Analysten dort Potenzial sehen. Und hier bei der Fair Value Betrachtung sehen wir eigentlich, dass das Unternehmen relativ fair bewertet wird zurzeit. Der aktuelle Kurs liegt bei $178 und damit ziemlich genau im Bereich des Fair Values. Die verschiedenen Modelle kommen hier im Durchschnitt auf etwa $174. Die Spanne reicht aber zwischen 139 bis knapp $198, je nach Modell. Also großes Abwärtspotenzial sehen die Modelle nicht, aber halt auch kein großes Aufwärtspotenzial. Es geht eher in Richtung Stabilität. Spannend sind jedoch auch die Analystenschätzungen. Im Durchschnitt erwarten 33 Analysten einen Kurs im Schnitt von $206. Also sie sehen hier durchaus Upside-Potenzial von 15%. Die optimistischen Kursziele reichen sogar bis hin zu $260. Also während die Finanzmodelle hier ein wenig konservativer bewerten, setzen die Analysten schon auf eine moderate bis deutliche Erholung. Sie haben halt die neuen Fabriken im Blick und erwarten dort ein Wachstum in den kommenden Jahren. Kurzer Einschub, auch heute möchte ich euch gerne Investing Pro vorstellen, das Subscription-Modell von Investing.com. Denn hier gibt es die ProPix KI-Modelle, die alle den Anspruch haben, die Indizes outzuperformen. Heute schauen wir uns hier mal explizit die Techstars an, denn die möchten den S&P 500 outperformen, indem sie jeden Monat neue Unternehmen selektieren, die besonders gute Chancen haben, hier den S&P 500 outzuperformen. Insgesamt durch diese Modelle ist durch die Jahre hinweg eine Outperformance von über 2000% zustande gekommen. Und im Monat September hat hier die KI zum Beispiel die Oracle
selektiert die Astera Labs, die Exilis oder auch die Marvel Technologies zum Beispiel und traut denen besondere Performance zu. Wenn du dich auch für diese KI-Modelle und für Investing Pro interessierst, dann schau gerne mal rein. Das gehört auch zu investing.com, also ist schon was Seriöses und den Link dazu findet ihr unten in meiner Videobeschreibung und ihr bekommt auch über meinen Link 15% Rabatt. Aber um natürlich die ganzen Kennzahlen viel besser einschätzen zu können, betrachten wir jetzt Texas Instruments nicht im luftleeren Raum, sondern im Vergleich mit ihren Wettbewerbern, denn sie sind wirklich kein Einzelkämpfer. Die Konkurrenz ist groß und ich kann sie natürlich nicht mit allen Wettbewerbern vergleichen, aber mit ein paar großen. Analog Devices zum Beispiel. Sie sind der Marktführer in hochspezialisierten Analogchips mit starkem Fokus auf Industrie und Automotive. Dann haben wir noch die deutsche Infineon Technologies. Die dominieren das Power Management und auch Halbleiter für Autos und Industrie. Dann haben wir ST Microelectronics. Sie bieten ein breites Portfolio von Analog- bis Mikrocontrollern an. Dann haben wir noch ON Semiconductors. Die sind ebenfalls stark in Energieeffizienz, in E-Mobilität und auch in Sensorik. Und dann haben wir noch NXP Semiconductors. Die punkten auch im Automotive-Bereich mit Infotainment-Systemen und Fahrerassistenzsystemen. Sind aber nur einige Beispiele, also es gibt wirklich jede Menge Wettbewerber, gerade auch im asiatischen Bereich und die Zukunft kann hier wirklich spannend werden. Vergleichen wir erstmal die Profitabilität. Und hier sieht man ganz deutlich, dass Texas Instruments mit knapp 35% hier schon stark an der Spitze liegt. Selbst so starke Rivalen wie NXP haben nur 27%, Analog Devices kommen nur auf 25% und Infineon, STMicro und ON Semiconductors liegen deutlich niedriger. Also Texas Instruments ist hier der Profitabilitätsgewinner, wenn es um die Margen geht. Lasst mir auch gerne ein Gefällt mir da, wenn es euch bis jetzt gefallen hat und ihr keine weiteren Analysen mehr von mir verpassen wollt. Und auch bei den Kapitalrenditen setzt sich hier Texas Instruments klar ab, mit einer Eigenkapitalrendite von 30% und einem ROIC von 17%. Da spielen sie hier schon in einer eigenen Liga. NXP erreichen nur 23% Eigenkapitalrendite, aber auch nur 13% Return on Invested Capital. Analog Devices, STMicro, Infineon oder auch ON Semiconductors, die liegen meist im einstelligen Bereich. Also Texas Instruments, die verstehen es noch besser als die Wettbewerber, eingesetztes Kapital auch in Gewinne umzuwandeln. Ja, dann vergleichen wir doch mal die Verschuldung miteinander. Da steht Texas Instruments eigentlich ganz solide da, denn im Verhältnis zum EBITDA sind sie ja mit 1,8 verschuldet. Sie liegen damit im Mittelfeld. Infineon und STMicro sind ein bisschen besser mit 1,2 mal EBITDA. ON Semiconductors hat hier eine Verschuldung von 2. NXP hat eine deutlich höhere Verschuldung von 2,7 mal EBITDA. Damit sind sie höher verschuldet. Dann vergleichen wir nochmal die Belohnung für Aktionäre in Form von Dividenden und Rückkäufen. Und hier liegt Texas Instruments mit knapp 3,9% im soliden oberen Bereich, also kumuliert beide Renditen. Ähnlich stark ist NXP Semiconductors. Analog Devices sind darunter mit 2,8% und STMicro mit 3,1%, etwas höher als Analog Devices. Infineon, die fallen mit nur 0,7% deutlich zurück. Den Spitzenplatz holt sich hier ON Semiconductors mit über 5%, getrieben vor allen Dingen durch starke Aktienrückkäufe. Texas Instruments überzeugt hier mehr mit Konstanz, auch wenn kurzfristig wegen der ganzen Investitionen weniger Rückkäufe aktuell stattfinden. Wer hätte uns dann jetzt rückblickend in den letzten 5 Jahren den meisten Total Return beschert? Hier sieht man schon große Unterschiede. Analog Devices, die führen klar mit über 126%, dicht gefolgt von ON Semiconductors mit rund 118%. NXP kann sich mit fast 85% Total Return auch noch sehen lassen. Texas Instruments liegt eher so im unteren Mittelfeld mit 45%. Infineon aber noch darunter mit 39%. Aber STMicro wäre kein gutes Investment gewesen in der letzten Zeit, denn hiermit hätten wir ein Minus von knapp 10% Total Return erreicht. Ja, also Texas Instruments, die halten sich hier schon ganz gut, aber sie sind halt wirklich keine Kursrakete gewesen. Der Seitwärtstrend, der ist hier wirklich klar ersichtlich. Dann vergleichen wir jetzt nochmal die Bewertungen miteinander. Und hier schauen wir erstmal aufs KGV. Hier liegt Texas Instruments mit 32 im Mittelfeld. Sie sind damit aber immer noch günstiger als Analog Devices. Die haben über 61 als KGV, aber noch teurer als NXP Semiconductors mit 26er KGV. Beim Kurs-Buchwert-Verhältnis sieht Texas Instruments mit knapp 10 sehr hoch aus, während Wettbewerber wie Infineon, STMicro oder ON Semiconductors
zwischen 1 und 3 liegen und damit günstiger bewertet sind im Verhältnis zum Buchwert. Also bei Texas Instruments zahlen Anleger schon einen Aufpreis und die hoffentlich baldige Profitabilität durch die neuen Fabriken ist hier durchaus eingepreist. Dann schauen wir doch jetzt mal, wo die Analystenschätzungen und auch die Fair-Value-Modelle von Investing Pro hier das höchste Aufwärtspotenzial sehen. Bei den Modellen ist bei ST Micro aktuell das höchste Aufwärtspotenzial berechnet mit über 15%. Texas Instruments oder auch Analog Devices, die sind tatsächlich gerade überbewertet laut Modell. Aufwärtspotenzial ist noch bei Infineon mit fast 9% zu sehen und bei ON Semiconductors mit über 12%. NXP Semiconductors haben nur ein geringes Aufwärtspotenzial von 2,6%. Die Analysten sehen das höchste Potenzial bei Infineon mit großem Abstand, mit über 33% Upside-Potenzial. Sie sehen jedenfalls bei allen diesen Unternehmen ein Aufwärtspotenzial. Texas Instruments eher so im unteren Bereich mit nur 12%. Ebenso bei ST Micro von 11,2%, Analog Devices auch bei 13%, ON Semiconductors und NXP Semiconductors, die haben laut Analysten mehr Kurspotenzial von über 20%. Ja, dann komme ich mal zum Fazit, was ich so von Texas Instruments halte, nachdem ich die ganzen Zahlen jetzt analysiert habe. Also in der Vergangenheitssicht ist Texas Instruments schon ein tolles Unternehmen, auch für Dividendeninvestoren, mit einer schönen Dividendenhistorie mit diesen 21 Jahren. Aber aktuell habe ich hier ein paar Fragezeichen, denn die Milliardeninvestitionen in die Fabriken sind im Kurs derzeit schon überwiegend eingepreist. Das Fair Value ist aber eher auf Fair. Also muss die Profitabilität auch weiter steigen, damit sie auch weiterhin Dividenden ausschütten können, damit sie die Profitabilität auch halten können. Die Ausschüttungsquote ist derzeit am Limit. Die Rückkäufe sind berechtigterweise deswegen auch reduziert. Und hier muss dringend neuer Umsatz und auch eine Umsatzsteigerung her. Die Fabriken müssen in Betrieb genommen werden, sie müssen anlaufen, sie müssen sich auch im Wettbewerb durchsetzen. Und das Ganze ist halt wirklich die Bedingung, dass sie auch weiterhin ein starkes Unternehmen mit viel Aufwärtspotenzial und auch Dividendensteigerungen sein können, dass sie irgendwie die Historie auch fortsetzen können. Für Anleger heißt das beobachten, beobachten, beobachten. Die Stabilität, ist erstmal noch gegeben, aber ihr habt es vorhin auch gesehen, die Verschuldung nimmt zu. Hier muss dringend Profitabilität ran. Also beobachtet die Lage und investiert bitte nicht blind. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns das nächste Mal und ciao, ciao.